Caravansalon Düsseldorf 2023. Wir sind bei Furgok und neben mir ist der Karl Schlössel. Hallo Karl. Sandra, grüß dich. Du bist hier der Chef von der ganzen Truppe und neben dir steht der Kurt und du wolltest uns den Kurt mal vorstellen, weil du gesagt hast, er ist ein bisschen aufgeregt und deswegen übernimmst du kurz. Kurt macht bei uns die Marke Furgok im Haus. Es wird auch intern Mr. Furgok genannt, auch in der Presse schon. Und ich würde sagen, ich übergebe jetzt einfach an Kurt. Er wird ja mal den Furgok, den neuen, kurzen 5,40 Meter demonstrieren. Okay. Ja, vielleicht mag der Kurt sich auch noch mal einmal persönlich vorstellen und sagen, was machst du bei Furgok und was ist so dein Fazit bisher? Wie läuft die Messe? Sehr gut. Also wir sind extremst zufrieden mit der Marke Furgok, von der Interesse, von der Resonanz auch der ganzen Kunden. Die sind extremst begeistert einfach von dem Raumkonzept. Ist einfach nicht vergleichbar mit den Mitwettbewerbern und damit sind wir sehr, sehr weit vorne an der Speerspitze. Ja, die innovativsten Vans von Furgok, würde ich behaupten. Ich war schon ganz begeistert von dem Modell da drüben. Und jetzt haben wir kann man absolut auch sein. Ein Fahrzeug mit nur 5,40 Meter Länge. Ja, richtig. Und ich bin gespannt, was mich darin erwartet, denn Furgok steht für optimale Platznutzung. Richtig. Und ja, es ist so ein kleines Überraschungspaket, weil wenn man reingeht, erwartet man gar nicht, wo ist denn jetzt überhaupt das Badezimmer, wo ist denn das Bett? Und das werden wir aber alles jetzt aufklären. Der Flo kann einmal noch das Datenblatt zeigen. Wir haben hier den Furgok X-Space 540 Trio, Länge 5,40 Meter. Und der Preis liegt bei rund 83.000 €. Hier auch der QR-Code. Einmal kurz pausieren, wenn ihr den QR-Code scannen wollt. Und dann bekommt ihr alle Infos direkt aufs Smartphone. Ja, wir haben hier wieder ein Fiat-Fahrgestell, richtig? Ja, genau. Wir haben hier ein Fiat-Fahrgestell, neue Fiat-Fahrgestelle, Fiat 8. Elektronische Servolenkung. Die Fahrzeuge, die gibt es einmal mit einem 2,2 Liter Motor mit 140 PS, 6-Gang Schaltgetriebe oder 9-Gang ZF Automatikgetriebe. 160 PS wurde generell gecancelt und das Auto gibt es dann auch mit 180 PS, 6-Gang Schaltgetriebe oder 9-Gang ZF Automatikgetriebe. Ja, und hier haben wir welches Modell? Hier haben wir jetzt einen 2,2 Liter 140 PS mit Automatikgetriebe. 9-Gang Automatikgetriebe. Da legen die Kunden immer sehr viel Wert drauf. Wow, ZF-Getriebe, 9-Gang Automatik. Ja, wir kommen aus Saarbrücken. Da gibt es sogar eine große Geschäftsstelle von ZF und ich habe sogar in den Semesterferien schon bei ZF gearbeitet. Oh, gut. Dann weißt du ja, wie hochwertig und wie diszipliniert und korrekt sie arbeiten. Genau, also ZF-Qualität hat ihren Namen und der Flo kann es kaum erwarten und zeigt das Fahrzeug schon von innen. Und hier haben wir ein Fahrzeug, das nur 5,40 Meter lang ist, also Richtig, eigentlich das Kleinste, was geht, oder? Genau. Es gab mal einen 5 Meter, aber der wurde gecancelt. Jetzt gibt es das Auto noch in 5,40 Meter Länge oder dann in 6 Meter. Und ja, das war es für den Moment mal. Ja, und von außen sieht man gar nicht, dass sich da drin wirklich ein Wohnraum befindet. Das heißt, dieses Schlagwort, das unser Chef gerne nutzt, Self-Camping. Das heißt, ich kann mein Fahrzeug auch abstellen, ohne dass vielleicht direkt geahnt wird, hier wird gecampt. Oder ich kann das Fahrzeug natürlich auch im Alltag benutzen, weil es nämlich richtig viele Flächen gibt, auf denen man zum Beispiel E-Bikes oder wir sind im Sommer vielleicht mal das Stand-Up-Paddleboard unaufgeblasen in den Kofferraum schieben kann und will und man hat wirklich viel Platz. Und hier absolut richtig, ja. Hier haben wir jetzt die Version oder die Variante mit 2 Betten. Das heißt, ich könnte im Prinzip, wenn ich möchte, eben mit mehreren Personen in so einem Hochbett-Style schlafen. Ich habe hier die Möglichkeit bei diesem Fahrzeug. Das Fahrzeug bietet mir eine Fahrtrichtung quer gemessen eine Schlafbreite von 1,96 Meter auf 1,10 Meter im oberen Bereich und im unteren Bereich, so wie du schon erwähnt hast, haben wir ja dieses Holzbrett, wo wir gerade demontiert haben und die Matratze habe ich nochmal in etwa die gleiche Schlafbreite und Länge. Ja, und der Kollege zeigt schon dieses Wahnsinnskonzept für das Badezimmer, wo man einfach alles zusammenklappen kann. Also im Alltag habe ich eigentlich gar kein Badezimmer, sondern einfach einen riesigen Raum. Und die Duschwanne lässt sich ausklappen, das Waschbecken lässt sich ausklappen mit dem
Duschvorhang ist natürlich auch sicher, dass kein Wasser ins Fahrzeug eintritt. Ja, genau. Und das Waschbecken lässt sich ausklappen. Hier die Das Dusche. ist halt ganz hervorragend auch gemacht von den Materialien. Wir haben hier ein Korianmaterial, das ist bis zu 400 Grad Hitze beständig und ist wirklich auch sehr, sehr robust. Man macht sich dort Töpfe, Tassen, Teller, alles kaputt. Nur das Material wird kaum in Mitleidenschaft gezogen. Extremst gut. Den Vorhang, der ist antibakteriell. Hat unten nochmals zusätzlich einen Bleiverbund drin, dass der Vorhang wirklich da bleibt, wo bleiben soll, in der Duschwanne und hinten dann fein sauberlich ablaufen kann. Waschbeckenbereich natürlich dasselbe. Und so im Alltag, vielleicht kann der Flo sich einmal drehen, hat man hier natürlich die Möglichkeit, einfach nur zu sitzen. Genau. Es gibt noch von Furgok inklusive Stühle und genau. einen Tisch. Das heißt, man Genau. kann den Tisch auch hier platzieren, dass man eben hier eine kleine Lounge Richtig. hat oder eben vorne im mittleren Fahrzeugbereich. Hervorragend gelöst bei der Firma Furgok. Wir haben hinten die Möglichkeit, links und rechts die 2 Stühle unterzubringen, wie du schon richtig erwähnt hast. Der Tisch, das ist ein Klapptisch, der befindet sich immer grundsätzlich in der Schiebetür des Fahrzeugs. Und ich kann dann hier mal einen lustigen Rundumdrehen darstellen. Wenn ich das zulassen möchte, wenn ich das möchte, kann ich mal 2 Personen hier sitzen lassen, 2 Personen auf dieser Seite und dann einmal Stuhl, Tisch, Stuhl und dann kann man eine ganz, ganz tolle Atmosphäre aufkommen lassen. Und man hat auch kein Problem von Wildcamping, denn es ist ja so die Regel, sobald man einen Campingstuhl rausstellt, gilt das als Camping. Aber wenn ich ja hier sitze, stelle hier meinen Tisch hin, habe trotzdem ein richtig schönes Gefühl von außen, Ja, frisches absolut. Lüftchen, wenn ich mir Absolut. vorstelle, ich sitze da gerade an einem See Genau. oder irgendwo Vollkommen an einem richtig. schönen Örtchen und genieße die Richtig. frische Brise, die hier einkommt. Hier sitzt man schon bequem. Sensationell, ja, man kann also tatsächlich 100%ig angenehm sitzen. Man kann auch vorne das Essen zubereiten, zum Beispiel im Küchenbereich, Ja. auf dem Tisch. Dann kann ich den Tisch nach hinten nehmen, im Outdoor-Bereich essen. Fängt es an zu regnen oder kommt ein Schauer, ziehe ich einfach alles nach innen und mein Tag ist sprichwörtlich nicht ins Wasser gefallen. Ja, also ich habe schon beim anderen Fahrzeug gesagt, ich bin Fan, aber jetzt, wo ich noch mehr davon sehe, werde ich noch größerer Furgok-Fan. Und hier haben wir auch noch Staufächer. Auf dieser Seite haben wir Staufächer. Da befindet sich auch das Brett. Das Brett wird hier vorne zwischengeklemmt, um meine Utensilien, meine ganzen Sachen dementsprechend zu fixieren und sicher zu verstauen. Auf der anderen Seite haben wir unten verbracht einen 125 Liter Frischwassertank. Mit 5 Kilo Gasflasche. Warum 5 Kilo Gasflasche? Weil wir mit einer Webasto-Standheizung arbeiten. Webasto-Standheizung, ein absoluter Traum. Sehr schön. Ich brauche nur noch das Gas im vorderen Bereich, im Küchenbereich. Ansonsten wird das nicht mehr, oder brauche ich deswegen nicht mehr Gas. Super, wir gehen noch einmal in die Küche. Ja, ich weiter. komme gerade Das mal vom- Badezimmer haben wir schon demonstriert. Dometic-Kühlschrank ist dabei. Hier natürlich auch Schiebeelemente Richtig. mit vielen Regalflächen, um alles, was so in der Küche nötig ist oder eben zum Beispiel auch Kleidung oder sowas einmal genau. unterzubringen. Was man hier auch nochmal speziell hervorheben darf, hier hinten ist alles mit Filz verkleidet. Erstmal das ein oder andere Kleppergeräusch zu unterbinden und darüber hinaus natürlich einen gewissen Grad noch an Dämmwert zu bekommen. Und natürlich alles sehr, sehr hochwertige Materialien von den Rollos, von den Plissés angefangen, egal wo wir schauen. Ja, Dometic-Kühlschrank. genau. Geht der in beide Seiten auf oder geht ist der nur gelockt? Der geht nur auf einer Seite auf. Mit- Darf natürlich mit auch nicht Kühlfach. fehlen. Mit Nein, natürlich Gefrierschrank, kühle Genau. Getränke im Man Sommer. braucht ja die kühlen Getränke, das ist ja Ja. das Allerwichtigste. Und hier auch noch Genau. Dometic Gaskochfelder mit. In diesem Bereich, da unterscheidet es sich jetzt zum 6 Meter. Wir haben jetzt hier ein komplettes Modul mit 2-mal Gasflammen und mit diesem integrierten Waschbecken. Das ist ja beim 6 Meter etwas größer, das Ganze. Okay? Aber diese Platte hier vorne wiederum, die Korianplatte, ist wieder 1:1 gleich groß zum 6 Meter Auto. Ja, Nur und dann- dieser kleine Bereich, der verändert sich. Dann habe ich auch hier eine richtig schöne Arbeitsfläche, Ja. wenn ich gerade ein bisschen Gemüse schnippeln will oder Genau. was auch immer in der Küche zubereiten Ist auch möchte. sehr, sehr robust und stabil dargestellt. Da kann dann nichts passieren, bis zu 40 Kilo circa belastbar. Super, ja. Und Ja. hier noch die Schaltzentrale. Hier haben wir Richtig. jetzt nicht das große Display, Nein. aber trotzdem lässt sich alles hier steuern. Ich ne? kann hier alles sehr, sehr bequem, sehr selbsterklärend ansteuern. Das heißt, von der Heizung
Also wir haben jetzt hier die Webasto-Standheizung, lässt sich hervorragend regulieren, einsteuern und auch darüber hinaus natürlich verschiedene Parameter abrufen, Frischwassertank, Grauwassertank und verschiedene andersweitige Möglichkeiten, auch die Lichter dementsprechend dann anzusteuern. Also das ist tatsächlich eine Schaltzentrale, die wo sehr, sehr übersichtlich und perfekt funktioniert. Und wir haben eine Webasto-Heizung. Gibt es auch eine Klimaanlage? Also kann ich das Fahrzeug auch Ich habe runterkühlen? nur im Fahrerhaus Klimaanlage, ja. Da haben wir sogar eine Klimatisierungsautomatik im Dashboard-Bereich verbaut bei der Firma Furgok. Ich kann noch optional dann eine Dachklimaanlage, wenn ich das möchte, kann ich das gerne mit dazu ordern. Und auch hier Optional. das schöne Detail, das Ja, Logo das eingefräst. Logo ist schön gemacht. Das Logo soll darstellen, unten die Straße, am Ende des Horizonts die Sonne. Und ich kann links und rechts der Fahrbahn auch mal autark stehen oder kann eigentlich im Prinzip stehen, da wo ich darauf Lust habe oder wo mich die Situation inspiriert. Ja, also wirklich schönes Fahrzeug. Ich bin sowieso Van-Fan. Was auch noch sehr interessant ist, hier vorne dieses Ja. Bicolor-Leder, Kunstleder. Ja, Bicolor, sehr, sehr hochwertig, sehr strapazierfähig auch. Also Kaffee, Cola etc. pp. Passiert ja, soll ja mal ab und zu mal beim Campen passieren, das was daneben läuft, lässt sich hervorragend reinigen und ist, wie gesagt, extremst robust. Ja, also hier in den Fahrzeugen sind wirklich alle Details bedacht und konzipiert. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist Ein das, Insektenschutzgitter, Ja, genau, für denn- den Außenbereich. wenn man die Genau. unangenehmen Biester nicht im Fahrzeug haben will, dann Genau. nutzt man dieses Gitter und ja, man Richtig. optimiert. Darüber hinaus haben wir auch sehr, sehr gute Verdunkelungsplissés vorne im Windschutzscheibenbereich und auch seitlich der Türen wirklich funktionierende Verdunkelungsplissés. Was ich hervorragend finde, dass wir unsere von unten nach oben ziehen. Das heißt, ich habe eine Möglichkeit, Blickschutz zu gewährleisten und habe immer noch schöne Lichtdurchflutung. Meiner Meinung nach ein Tick besser wie die, wo man seitlich von Ja. links nach rechts nach innen zieht. Ja, Gut, genau. Furgok auf dem Caravansalon Düsseldorf. Die innovativsten Vans der Welt, würde ich behaupten. Ich bin großer Fan, ich habe es schon gesagt. Und du, ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Präsentation. Sehr gerne, ist mein Job. Ich bin ja selbst auch sehr überzeugt von der Marke Fugoga. Ja, Und aus dem einfachen Grund, ja, macht Laune, macht Spaß, ist einfach was ganz, ganz Besonderes. Und ja, entscheidet euch für die Marke Fugoga. genau. Also entweder merkt euch für das nächste Jahr Caravansalon 2024 oder geht auf die Webseite. Da findet ihr alle Informationen zu diesen richtig coolen Vans. Und ja, nochmal Dankeschön. Danke auch Karl, dass wir Sehr hier gerne. sein dürfen. Sehr Und Ich hoffe, hat Spaß gemacht. ja, ich kann es nur noch mal sagen, ich bin großer Fan und ein bisschen verliebt. In das Fahrzeug natürlich. Ja, danke schön fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm ein Like, ne? Daumen hoch und kommentiert fleißig. Und vergesst nicht, German Television abonnieren gehört natürlich auch dazu. Ja, vielen lieben Dank und bis bald.